Die Luft war frisch und roch nach Kiefern und feuchter Erde. Am Ufer des weiten Vygosero, das hier Land der Seen genannt wird, stand eine Braunbärin mit ihren beiden Jungen. Ihre kleinen Bärchen, noch kaum größer als Hunde, blinzelten neugierig in die Morgensonne. Die Bärin, ein majestätisches Tier mit einem dichten, braunen Fell, hatte ein Ziel. Sie wollte mit ihren Jungen die andere Seite des Sees erreichen. Sie schlüpfte ins Wasser, ihr messiger Körper schnitt durch die glatte Oberfläche, während sie mühelos nach vorn schwamm. Ihre Jungen folgten ihr, ihre kleinen Pfoten paddelten eifrig, doch der Fluss war stärker, als die Bärin vermutet hatte. Die Strömung riss die Jungen von ihr weg und trieb sie immer weiter in die Mitte des Sees. Die Wassertemperatur war eisig, die jungen Bärchen kämpften gegen die Strömung an, aber ihre Kräfte schwanden. Die Bärin spürte den Schrecken ihrer Jungen, doch selbst ihr mächtiges Herz schlug schneller. Sie war verzweifelt, ihre Jungen würden nicht überleben, wenn niemand eingriff. Just in diesem Moment tauchte hinter einer Biegung ein kleines Boot mit 2 Fischern auf. Sie hatten den Kampf der Bärin und ihrer Jungen beobachtet und schnappten nach Luft. Schnell erkannten sie die Gefahr und steuerten ihr Boot auf die sich verzweifelt wehrenden Bärchen zu. Ohne zu zögern, warfen sie ein Netz ins Wasser und zogen die erschöpften Jungen heraus. Die Bärchen waren so kalt und erschöpft, dass sie sich nicht wehrten. Sie lagen ruhig in dem Netz, während die Fischer sie ans Ufer brachten. Die Bärin, am Ufer stehend, beobachtete die Szene mit ungläubigem Blick. Sie konnte nicht glauben, dass diese Menschen ihren Jungen halfen. Die Fischer setzten die Bärchen ein Stück flussabwärts an Land. Die Bärin eilte zu ihren Jungen, leckte sie liebevoll ab und beruhigte sie mit ihrem tiefen Brummen. Dann wandten sie sich gemeinsam dem Wald zu und verschwanden in den dichten Bäumen, für immer dankbar für das Eingreifen der Menschen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.